Howdy folks, mein Name ist Bruce, herzlich willkommen beim BB2K Airsoft Channel. Ja, ihr wundert euch, warum ich heute mal so westernmäßig gekleidet bin. Das liegt eigentlich nur daran, da ich das hier für euch review, den Colt Single Action Army von Umarex. Ich wünsche euch viel Spaß. Super cool Cowboy. Kommen wir kurz zum Unboxing von dem Colt Single Action Revolver von Umarex. Geliefert wird er in diesem sehr repräsentativen Pappkarton mit Holzimitat. Hier hat man die Angabe Single Action Army Kaliber 45 Long Colt, was hier nicht so richtig stimmt, denn der Punkt müsste zwischen 4 und 5, dann passt das mehr. Denn das Besondere an dieser Airsoft ist, dass sie nicht mit 6 mm oder 8 mm Kunststoff-BBs geschossen wird, sondern mit 4,5 mm Stahlrundkugeln. Ja, das nur zum Hinweis. Machen wir weiter mit dem Auspacken. Ihr dürft schon mal raten, was wir hier gleich als erstes sehen. Richtig, die Anleitung, verfasst in mehreren Sprachen. Ja, mit allen Inhalten, die man so braucht, um das Baby hier zu schießen. Das Baby selbst ist nochmal schön eingewickelt in dieser Folie, damit da auch nichts zerkratzt. Und so sieht er aus. Der Umarex Colt Single Action Army Revolver. Ich habe ihn bestellt im Blue Finish. Ihr könnt ihn noch bestellen in Chrom oder in Used Look. Ich blende die beiden Varianten hier mal ein, damit ihr da mal einen Vergleich habt. Mir persönlich gefällt das Blue Finish besser. Es gibt auch eine auf 500 Stück limitierte US Marshall Version. Wie da der Preis ist, weiß ich nicht. Besonderheit ist hier, dass hier nochmal ein Marshall-Logo in den Griffschalen integriert worden ist. Sobald ich da mehrere Infos habe, kann ich euch ja dann nochmal Bescheid sagen. Kommen wir zum Bodycheck vom Colt Single Action Army Revolver von Umarex. Bekannt ist dieser Revolver ja auch unter dem Begriff Peacemaker. Im Real-Steel-Leben gab es oder gibt es diesen Revolver in verschiedenen Größen. Ich liste sie euch mal hier auf. Angefangen mit der 4-Inch Sheriff's Model, dann die 4¾ Civilian oder auch Gunslinger Version, die 5,5 Artillerie Version, das ist die hier, die Umarex nachgebaut hat, dann die 7,5 Inch Cavalry Version und jetzt mache ich mal etwas Platz. Die 12-Inch Buntline-Version, sozusagen der Sniper unter den Peacemakern. Aber zurück zur Airsoft von Umarex, wie gesagt in der 5,5 Zoll Inch-Variante, gefertigt komplett aus Metall, außer, und das sieht man hier sofort, die Griffschalen sind nicht aus richtigem Holz, sondern leider nur aus Kunststoff. Und das leider betone ich, denn ich habe nichts gegen Kunststoff, wenn es gut aussieht. Hier sieht man sofort, dass es kein Holz ist, sondern ich weiß nicht, was das darstellen soll. Jedenfalls nichts Gutes. Der US-amerikanische Markt kriegt diese Airsoft mit weißen Griffschalen. Ich bevorzuge eigentlich Holzgriffschalen, aber sie müssen wirklich gut aussehen, wenn sie aus Kunststoff sind. Vielleicht kommt da ja was im Aftermarket mal hinterher geschoben. Weil wir gerade bei den Griffschalen sind, der Colt Single Action Army von Umarex wird mit CO2-Kapseln betrieben. Der Platz für die CO2-Kapseln befindet sich hinter diesen Griffschalen. Dazu braucht man die Griffschale hier nur abklappen und schon hat man hier den Platz für diese CO2-Kapseln. Der Einbau ist ganz einfach. Die wird einfach nur hier reingesteckt in den Griff und mit dem Imbusschlüssel, der sich hier an der Griffschale befindet, festgeschraubt, bis es alles ganz fest sitzt. So. Und dann Griffschale wieder drauf. Und der Colt ist bereit zum Schießen.
Dieser Colt Peacemaker ist genau wie im Original ein Single-Action-Revolver. Das heißt, bevor ich schieße, muss ich jedes Mal den Hahn spannen. Oh, hört ihr diesen Sound? Das ist dieses typische Klack-Klack-Klack. Und jedes von diesen Klackgeräuschen hat auch eine Funktion und die zeige ich euch. Der erste Klick entsperrt die Trommel. Achtet mal hier auf den kleinen Nippel. Dadurch lässt sich die Trommel jetzt frei drehen und durch diese Ladeklappe authentisch beladen. Der zweite Klick sperrt die Trommel wieder und der dritte Klick bringt den Hahn in Schussstellung. Also ganz schön authentisch das Ganze und es geht sogar noch authentischer, denn dieser Ladehebel hier ist nicht nur so zur Show da, sondern er hat auch wirklich eine Ladefunktion. Denn wenn ich den Hahn jetzt nochmal in die Entriegelungsposition bringe, seht ihr, hier ist ein Loch und in dieses Loch kann man echt Hülsen reinstecken. Diese Hülsen hier nämlich und hier vorne kommen die 4,5 mm Stahlrundkugeln rein und dann wird das Ganze authentisch geladen. Und so geht das dann mit jeder einzelnen Patrone. Die wird wirklich sehr schön, flutscht die hier rein. Authentisch laden heißt auch hier bei Umarex authentisches Entladen. Der Colt hat einen funktionierenden Extractor. Um den Colt zu entladen, muss die Trommel nur entriegelt werden wieder mit einem Klick, der Ladehebel geöffnet werden, die Trommel in Position gebracht werden und jetzt kann man den Extractor benutzen. Man sollte das aber nicht zu doll machen, sonst passiert das. Also alles authentisch hier bei diesem Revolver oder gibt es was so nicht so richtig stimmt? Da gibt es so einige Sachen und die zeige ich euch jetzt mal. Was natürlich sofort auffällt, wenn man die Airsoft zum ersten Mal aus dem Karton genommen hat, ist dieser Hahn hier. Im Original schließt der bündig mit den Rahmen ab und hier gibt es diesen Spalt. Das spaltet im wahrsten Sinne auch die Fangemeinschaft von diesem Revolver. Manche stört es weniger. Ich muss sagen, zunächst war ich etwas erschrocken, aber im Nachhinein komme ich damit eigentlich ganz so gut klar, denn warum haben die das so gemacht? Ganz einfach, damit nicht dieser comichafte Revolver in Art von Dan Wesson oder Python entsteht. Ich blende die hier mal ein. Da ist der Rahmen extra etwas größer gebaut worden, damit das Gassystem hier Platz hat. Hier hat Umarex sich dafür entschlossen, alles beim Original zu lassen und dafür lieber den Hahn etwas in eine andere Position zu bringen. Denn schließen tut er sich schon, und zwar nur, wenn der Schuss erfolgt. Denn wenn ich jetzt hier mal den Abzug betätige, lässt sich der Hahn bis zum Rahmen drücken. Und in dieser Position wird das Gasventil geöffnet und Gas strömt in die Hülse hinein. Und wenn ich jetzt hier wieder loslasse, springt die sofort wieder in Ausgangsstellung zurück. Das heißt, Gasventil wird geschlossen und es kann wieder nachgespannt werden. Ein weiterer Unterschied zum Original ist, dazu spanne ich den Hahn mal vollständig, ist hier der Firepin. Das ist auch nur ein Dummy, der lässt sich nämlich reindrücken. Ein weiterer Unterschied zum Original ist die vordere Visierung. Wenn man sich die mal anschaut mit dem Original, ich blende es mal oben ein, sieht man, dass die vordere Visierung von Umarex wesentlich kürzer ist als beim Original. Ein weiterer Unterschied ist die eingebaute Sicherung hier von Umarex. Die befindet sich unten am Rahmen und wenn die Sicherung aktiv ist, lässt sich der Hahn nicht mehr spannen. Ein weiterer gravierender Unterschied, und gravierend ist wirklich ein guter Begriff, denn die Markings, die wir hier auf dem Revolver finden, sind nicht gefräst und nicht graviert, sondern einfach nur raufgepinselt und das stimmt mit dem Original überhaupt nicht überein. Und wenn man sich mal die Rückseite anschaut und mal jetzt hier die 4,5 mm und das F mal beiseite denkt, dieses Colt-Logo hier findet man auf dem Original Colt Single Action Army Revolver auch nicht. Ein letzter Unterschied, den seht ihr hier, das ist die verwendete Patronengröße, die Umarex für seinen Colt Single Action Army verwendet. Der echte Colt hat das Kaliber 45 Long Colt. Ich habe hier mal eine Deko-Patrone für euch und wie ihr sofort sehen könnt, die 45 Long Colt ist wesentlich dicker als die hier von Umarex. Ich schätze mal, die Umarex hat so ein Kaliber von 3,57 Magnum. Da wir die Patrone hier haben, zeige ich euch gleich mal, wie man die lädt.
Das Laden der Hülsen ist sehr einfach. Die 4,5 mm Rundkugeln werden einfach hier vorne reingesteckt. Zu den Rundkugeln nochmal, die haben ein Gewicht von 0,43 Gramm. Und so geht das Laden eigentlich am schnellsten. Einfach hier drauf stülpen. So. So, die Patronen sind geladen. Der Revolver ist mit CO2 getankt. Die letzte Patrone kommt rein. Und ich bin bereit für den Chrono. Die 4,5 mm Stahlrundkugeln haben ein Gewicht von 0,43 Gramm. Die stelle ich jetzt hier mal ein. Ich habe im Netz keinerlei Angaben gefunden zum FPS und Joule-Wert. Wir werden sehen, was mein Colt schafft. Los geht's. ...504 FPS, absoluter Wahnsinn. Der Chrono hat es gezeigt, der Colt Single Action Army hier von Umarex hat es wirklich faustdick hinter den Ohren. 504 FPS oder auch 5,05 Joule. Das sind wirklich schon Werte, die machen einem wirklich Angst und Bange. Und daher nochmal ein dringlicher Hinweis, verwendet diesen Colt hier bitte nicht in irgendwelchen Airsoft-Games, schießt damit nicht auf andere Personen. Das kann wirklich ganz, ganz böse ins Auge gehen. Dieser Colt Single Action Army mit den 4,5 mm Stahlrundkugeln ist wirklich nur was für Dosen oder für Zielscheiben. Und Zielscheiben ist jetzt genau das, was ich jetzt mache. Ich werde jetzt mit dem Colt hier auf 15 Meter schießen und ich bin gespannt, wie präzise hier dieses FPS-Monster ist. Ich bin gespannt. Schutzbrille auf. Los geht's. Das war's. Schauen wir uns an, was der Bruce geschossen hat. Und ich muss sagen, ich bin absolut begeistert, wenn man sich die Scheibe hier mal anschaut. Ein ganz dichtes Trefferbild hier. So ein Abstand von ca. 4 cm. Also auf 15 Meter schießt der Colt Single Action Army von Umarex wirklich sehr präzise. Und mein Fazit, Daumen hoch. Kommen wir zu den Pro und Kontras des Colt Single Action Army Revolvers von Umarex. Was mir richtig gut gefällt an diesem Revolver ist, er ist komplett aus Metall gebaut. Abgesehen hier von den Griffschalen, die aus Kunststoff sind, das gefällt mir nicht so gut. Da hätte ich mir richtige Holzgriffschalen gewünscht. Ansonsten macht das Schießen hier richtig Spaß, obwohl es nur 4,5 mm Stahlrundkugeln sind. Ich sage nur, weil ich empfinde das jetzt zurzeit nicht als Kritikpunkt, denn in naher Zukunft wird dieser Revolver bestimmt auch als 6 mm BB-Version rauskommen. Und ich habe jetzt diesen nur gekauft, weil ich einfach nicht abwarten konnte, bis diese 6 mm Version rauskommt. Die Markings sind auch nicht original, das sieht alles nicht so schön aus, ist aber nicht ein großer Kritikpunkt. Und den Spalt, den ihr hier seht, was habe ich denn hier? Seht ihr das? Das ist hier ein Marushin Colt Single Action Army. Und wenn ihr mal vergleicht, beide haben dieses gleiche Feature mit den abstehenden Haaren. Man kann also davon ausgehen, dass Umarex hier eine bessere Marushin-Kopie geleistet hat, weil das Ding hier ist aus Metall und der Marushin-Revolver komplett aus Kunststoff. Die Hülsendimensionen sind genau die gleichen zwischen Umarex und Marushin. Einziger Vorteil hier von dem Marushin-Revolver ist, dass die Markings hier eingestanzt sind und auch dem Original Colt Single Action Army entsprechen.
Aber nun zurück zum Umarex Revolver. Also wenn ihr nicht warten könnt auf die 6 mm Version so wie ich, kann ich euch diesen Revolver wirklich wärmstens empfehlen. Es macht richtig Spaß und denkt daran, nur auf Dosen oder Zielscheiben damit schießen. Ja, das war's von mir. Das war mein Review zum Colt Single Action Army Revolver von Umarex. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr musstet ja wirklich ganz schön lange darauf warten. Und ja, wenn euch das richtig gefallen hat, gebt mir bitte ein Like oder abonniert meinen Kanal. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Review wiedersehen. So, und jetzt ein letztes Mal nochmal Schlingelingelingel. Und jetzt bin ich weg.